Worum geht's heute? Es geht um die härtere Sportart des Gitarrespielens, nicht Shredding, Metal. Als ich angefangen habe, mich mit Metal-Sounds zu beschäftigen, vor allen Dingen noch viel wichtiger mit tiefer gestimmten Gitarren und nicht irgendwie Drop D oder die ganze Gitarre irgendwie 2 Halbtöne tiefer. Nee, wirklich tiefer gestimmte Gitarren, also alles unter B, Drop A. Ich habe irgendwann in einer Band angefangen zu spielen. Ich hatte dieses mich langsam rantasten an die nächst tiefere Stimmung hatte ich nicht. Ich habe da angefangen, die sagten so, wir sind tiefer gestimmt, Drop A. Ich hatte auch noch nicht so wirklich Plan, wie das verstärkermäßig funktionieren sollte. Ich hatte damals einen 93er Dual Rectifier, geiler Amp, hatte aber auch nur einen geilen Sound, den Clean Sound konntest du komplett wegschmeißen, aber der Sound war gut. Und man lernt ja irgendwie so ein bisschen aus der Erfahrung, vor allen Dingen aus der harten Erfahrung. Ich kann mich dann an so die ersten Gigs erinnern, keine Monitoranlage, kein Luxus, gar nichts. Und ich war da in meinem Element und ich spiele und ich dachte mir, boah, klingt das geil. Und der Mischer, der war aber anderer Meinung. Ich hörte dann nur irgendwie aus der nicht vorhandenen Monitoranlage, Gitarre links. Ich hatte keine Ahnung, wen der meint. Gitarre links. Dann irgendwann habe ich mich mal umgedreht und dachte mir so, okay. Zu viel Bass, dreh mal raus. Okay. Jetzt besser? Nee. Ich habe mir das ein paar Mal anhören müssen und irgendwann war ich dann so weit und habe eingesehen, okay, irgendwas musst du machen, irgendwas muss passieren. Früher sind Metal Sounds, man konnte ja irgendwie eigentlich fast jeden Verstärker nehmen, irgendwas davor knallen oder eben einen High-Gain-Verstärker nehmen, der dafür konzipiert ist und alles war gut. Als das mit den tieferen Stimmungen anfing, da gab es auf einmal das Problem, dass die Information, die so eine tiefer gestimmte Gitarre einem Verstärker gibt, ist nicht die gleiche. Wenn ich eine normal gestimmte Gitarre habe auf E und ich schicke diese Information in den Verstärker, weiß der Verstärker, ja, ist klar, Standard E, kein Problem, kriege ich gehandelt. Und dann kommt was raus. Wenn ich aber eine tiefer gestimmte Gitarre habe, dann geht das nicht mehr. Dann weiß der Verstärker damit nichts anzufangen und wir machen da auch gleich mal so einen Vergleich. Man hat also irgendwann herausgefunden, dass wenn man ein Tube Screamer-artiges Pedal vor so einen Verstärker ballert, ohne dass man jetzt großartig Verzerrungen hinzugibt, aber dadurch, dass diese Tube Screamer-Pedale unten so ein bisschen wegschneiden und oben auch so ein bisschen wegschneiden und ein bisschen Originalsignal durchlassen, was dann für mehr Attack sorgt, dass auf einmal bei diesen tiefen Stimmungen das funktioniert hat. Man konnte eigentlich fast jeden Verstärker nehmen, den ordentlich aufreißen und es hat funktioniert, Entschuldigung. Und so sind jahrelang alle sehr, sehr gut gefahren. Egal ob jetzt, das ist jetzt auf Drop B, ich sage jetzt nicht die ganze Stimmung, das ist eine total komplizierte, offene Stimmung irgendwie, eine auf Drop B gestimmte Gitarre, das geht alles noch, aber auf einmal war es auch möglich, 7-Seiter-Gitarren, 8-Seiter-Gitarren, die hatten halt dieses Attack, was man von einem Verstärker will. Weil das Problem ist, wenn der Verstärker eben diese Information nicht verarbeiten kann, dann wird es mulmig, dann fehlt Attack, gerade bei den tiefen Seiten. Und man hat das Gefühl, der Verstärker antwortet langsamer. Es ist Demonstration. Das ist eine schnelle Antwort. Ne? Und auch beim klassischen Metal galoppieren. Man hat eine sofortige Antwort und man hat das Gefühl, der nächste Ton, den ich angeschlagen habe, ist sofort da. Der Verstärker kann mir den sofort wiedergeben. Ich bin glücklich, mir geht's gut. Keine Fragen, ich nehme auch gerne Zwischenfragen an. Ja, okay, es ist ja nicht per se ein matschiger Sound, aber es ist halt ein Sound, der, wie gesagt, der Verstärker kann die Informationen, die ich ihm gebe, nicht verarbeiten. Aber das ist eine gute Idee, das machen wir mal. Also ich habe hier den Blue Guitar Amp One Mercury Edition. Der ist schon, also der Modern-Kanal ist schon sehr, sehr gut dafür ausgelegt, auch härtere Sounds zu produzieren. Aber er ist nicht hundertprozentig dafür abgestimmt, so eine tiefer gestimmte Gitarre ohne jetzt zur Hilfenahme von einem Tube Screamer oder ich habe lange Zeit einen Precision Drive benutzt, zu verarbeiten. Können wir ja gerade mal machen. Ich stecke mal kurz um. Gleiche Einstellung, gleicher Kanal, exakt gleiche Einstellung.
klingt dunkler, hat weniger Technik. Ich mach mal ein bisschen lauter. Der ist halt einfach dann gerade bei diesen tiefen Tönen schwergängiger. Klingt nicht so rund, klingt nicht so präsent. Ne? Also zwischen den Tönen ist irgendwie kein Platz, weil der halt irgendwie, ah, ja, ich schaff das, ich gebe dir deine Antwort. So. Wieder zurück. So, den Sound von eben noch im Ohr. Ne? Die andere Geschichte ist, bei diesen tiefen Stimmungen ist die Saitentrennung. Wenn ich komplexere Akkorde spiele mit relativ viel Verzerrung, dann kann es sein, dass ich da gar nicht alle Töne raushöre. Das hat auch mit der Abstimmung von der Vorstufe, vom Preamp zu tun. Ein Beispiel. Ich kann halt immer noch alle Töne differenzieren. Das ist die zweite Geschichte. Auch das hat, wie gesagt, mit der Vorstufe zu tun. Es gab mal eine Umfrage vom Guitar Magazine, weil heutzutage werden diese Sounds ja ganz anders erzeugt. Es gibt ja eine Generation von jungen Gitarristen, die sind gar nicht mehr mit Verstärkern aufgewachsen. Ich bin mit Verstärkern aufgewachsen. Ich wollte auch nie was anderes spielen. Aber es gab irgendwann, ja, wie gesagt, so ein Shift Richtung digitale Schiene. Das fing an mit dem Pod, mit Line 6, die waren damals da federführend. Dann gab es andere Hersteller, die denen gefolgt sind. Mittlerweile setzen Hersteller wie Fractal Audio oder Kemper den Standard. Und was im Moment aber passiert, was ich oft sehe, ist, ich kenne Leute, die haben noch nie einen richtigen Amp gespielt. Die gibt es. Das ist der Wahnsinn. Ich habe ihm geschrieben, ja, nö, ich habe immer irgendwas gehabt, irgendwie so einen Bodentreter oder so. Und die sind dann, wenn die in so einen Gitarrenladen laufen, die wollen eigentlich Saiten kaufen oder sonst irgendwie was oder mit ein paar Kumpels Kaffee trinken gehen und auf einmal gehen die an dem Amp-Raum vorbei und sehen irgendwie, warte mal, 5150, den habe ich doch gemodelt in meinem Gerät. Da spiele ich mal an. Dann gehen die da rein, spielen das Ding und sind auf einmal komplett weggeblasen, irgendwie so, ach, Moment mal, das klingt ja viel geiler. Da wird Luft bewegt. Das soll überhaupt gar kein Bashing sein. Diese ganzen digitalen Geräte, die haben ihren Platz, die haben auch ihre Berechtigung. In dieser Umfrage wurde, das war so eine Online-Poll, da wurde gefragt, warum benutzt ihr ein Modeling-Gerät, würdet ihr einen Amp spielen? Und da haben 60% tatsächlich gesagt, Reisen, es ist super reisefreundlich, es ist halt kompakt, es ist eine super Lösung, aber sie haben auch gesagt, wenn ich könnte, würde ich einen richtigen Amp spielen. Und da kommt dann diese Erfindung von Thomas. Thomas ist nicht hier, der hätte eigentlich dabei sein sollen, aber der hat irgendwie dann vergessen, dass er noch eine andere Klinik hat, nebenan im Dorint Hotel. Und mit dem habe ich irgendwann angefangen zusammenzuarbeiten, weil ich hatte die erste Variante vom Amp One, noch nicht mal den Mercury, der schon straffer ist von der Endstufe, sondern den allerersten, habe damit ein Album aufgenommen, was ja schon heftige Sounds drauf hatte und Thomas konnte es halt erst überhaupt nicht glauben. Also er war irgendwie so, hä, ich habe das Ding nie gemacht für Metal Sounds. Klar, ich habe mir halt Pedale zur Hilfe genommen. Genau, und genau da kommt halt diese Erfindung von Thomas oder diese Geschichte, an der wir zusammen gearbeitet haben, zu tragen. Der Amp One Iridium Edition eliminiert halt
einfach diese Notwendigkeit, dass man seinen Amp mit Pedalen vorbehandeln muss, das Signal quasi shapen, in Form bringen muss, das ist also verenglischt irgendwie, in Form bringen muss, damit der Verstärker was damit anfangen kann und damit ich halt einfach diesen straffen Sound habe. Und das Ding wiegt 1,2 Kilo, ist von der klanglichen Palette her super breit angelegt. Da sind 4 unterschiedlich gevoicete Kanäle drin. Es gibt einen Clean-Kanal, kann ich ja mal gerade demonstrieren. Es gibt ja auch Leute, die Clean spielen, mein Gott. Eine andere Ballade. Reise nach Spanien, nenne ich die jetzt einfach mal. Mit der Stimme soll ich nicht singen. Es gibt einen Clean-Kanal, natürlich. Es gibt auch, wichtiger Hinweis, man kann das Ding in 2 unterschiedlichen Modi betreiben. Zum einen kann ich hingehen und sagen, ich will Clean und ich will einen der 3 verzerrten Kanäle haben. Oder ich gehe hin und, das ist das, was ich normalerweise mache, ich betreibe das Ding im Preset-Modus. Das heißt, ich kann hingehen und sagen, jeder Knopf hier unten ist ein unterschiedlicher Sound. Zum Beispiel eben Clean. Verzerrt. Noch verzerrter. Das Ding hat zudem ein eingebautes Noise Gate, was speziell nochmal für so Metal Sounds gemacht ist. Das heißt, das schneidet eben noch exakter ab, ist wirklich für diese ganzen Staccato-Riffs sehr, sehr gut zu gebrauchen. Ich habe das jetzt auch auf dieser Einstellung, klar. Zwischendurch ist halt einfach Ruhe, genau so wie es sein soll. Und ich meine, das ist jetzt nicht so viel Gain, ich glaube, ich habe den jetzt auf 6 von 10. Das ist noch in Ordnung, aber zwischendurch ist eben... wir können aber gerade auch mal ganz kurz alle anderen Kanäle durchgehen. Habt ihr eigentlich irgendwelche Fragen? Ich muss ein bisschen auf die Uhr gucken, der Kollege vorher hat ja überzogen. Bitte. Die Idee ist ja, dass ich zumindest vor dem Amp keine Pedale mehr brauche, um eben diese tiefen Stimmungen oder das Ding läuft auch mit normaler Stimmung, das ist überhaupt kein Problem. Also Olli Hartmann hat das gestern in dieser improvisierten Pressekonferenz hat das sehr gut demonstriert. Das Ding funktioniert auch mit normal gestimmten Gitarren. Der Bassregler ist auch kein Bassregler, der macht nicht zu, sondern der liefert einfach mehr Punch für dann eben eine normal gestimmte Gitarre. Das Negativbeispiel, genau. Es gibt ja 2 Versionen vom Amp One. Es gibt die Mercury Edition, das ist eher was für Leute, die Rock, Blues, Jazz, die in der Richtung unterwegs sind. Und weil Thomas eben irgendwann auf mich zukam und sagte so, ich will was machen, was wirklich diese Klientel anspricht. Leute, die leicht reisen müssen. Ne? So. Und dementsprechend, also Pedale sind hier nicht vor. Das Einzige, was ich auf dem Board hier noch drauf habe, ist ein Delay. Und falls ich mal direkt in die Anlage irgendwo reinspiele, es gibt eine eingebaute Lautsprechersimulation, die funktioniert auch sehr gut. Das ist aber eine analoge Lautsprechersimulation. Das heißt, da haben wir 2 Filter, wir können nicht so viel machen. Und Thomas weiß halt auch, und alle haben ihm das gesagt, heutzutage gibt es so viele externe Lösungen für Lautsprechersimulationen von Two Notes, von Moer, von Blue Eater gibt es auch die Blue Box, ne? Das ist so die einfachste Variante.
wenn es direkt in die Anlage gehen muss, es gibt eine Menge Leute, die spielen mit In-Ear, dann ist das die richtige Variante. Aber das ist alles, was ich auf dem Board habe und ein Stimmgerät. Wir können aber gerade ganz kurz durch die anderen 3 Kanäle gehen, damit ihr ein bisschen wisst, wie die aufgebaut sind. Ich muss die Kiste nur mal gerade neu starten. Nee, überhaupt nicht. Also mir ist das Ding noch nie abgeschmiert. Mir ist die alte Variante auch nicht abgeschmiert. Ich habe die Kiste deswegen neu gestartet, weil man so eben umschalten kann zwischen dem Preset-Modus. Genau, richtig. So, Vintage-Kanal. Vintage-Kanal klingt komisch, wenn man irgendwie so ein M vor sich hat. Aber der Vintage-Kanal ist tatsächlich... hat ein bisschen weniger Gain, hat eine andere Gain-Struktur. Ist ein bisschen kontrollierter auch und tatsächlich, ich habe das Gefühl, das ist so der dynamischste der 3 Kanäle, weil ich halt... Das ist ja ein voll analoger Verstärker mit einer Röhre, mit einer Nanoröhre, aber mit einer Röhre in der Endstufe. Das heißt, diese Dynamik sollte er mir geben. Dann Classic-Kanal, das ist dann nächste Stufe. Wird vielen Leuten wahrscheinlich schon ausreichen. Und dann Modern. Modern zum Vergleich ist dann am straffesten. Ich kann übrigens die Kanäle untereinander lautstärkemäßig auch nochmal abstufen. Das heißt, wenn ich einen Kanal wirklich dafür nehmen will, zum Beispiel ein Solo zu spielen, dann drehe ich den halt lauter als die anderen. Und ich kann die Kanäle auch nochmal klanglich abstimmen. Das heißt, man kann wechseln zwischen einem eher so warmen, vielleicht ein bisschen mittenfokussierteren Klang und was, ja, ich will nicht sagen Badewanne, aber es geht in die Richtung. Ich kann das mal gerade drehen. Da passiert einfach obenrum mehr. Hier habe ich diesen etwas mittenfokussierteren Klang. Was gibt es noch zu sagen? Die Kiste hat einen zuschaltbaren Boost. Das ist ein Gain-Boost, der macht ein bisschen Lautstärke in Abhängigkeit von den Gain-Einstellungen. Die Kiste hat auch ein Reverb. Ist auf jeden Fall ein nützliches Feature. Was aber viel wichtiger ist bei dem Reverb ist, der Reverb schaltet quasi auch das Gate von Metal nach Soft. Das heißt, wenn ich den Modern-Kanal, ich brauche dieses Staccato-artige. Ich will, dass zwischendurch Ruhe ist, aber dann spiele ich vielleicht mal irgendeine Linie und ich will, dass die Töne lange stehen bleiben, dass das nicht gekappt wird. Ob ich jetzt Reverb reingedreht habe oder nicht, ist egal. Wenn ich den Reverb aktiviere, merkt er schon, dann ist er nicht mehr so geschlossen. Und so wieder zu, Ende, aus. Ich glaube, damit ist alles gesagt. Die Kiste hat 100 Watt Leistung. Das heißt, wenn ich ein Gitarrist bin, der ein relativ einfaches Setup fährt, ich habe nicht so viele Effekte, vielleicht gar keine. Es gibt ja Leute, die machen einfach Dampfhammer, die brauchen kein Delay, die brauchen keinen Chorus und den ganzen anderen Schnickschnack.
Dann kann ich die Kiste, so wie sie ist, einfach in mein Gitarren-Gigbag stecken, in den Proberaum fahren und kann mich da ohne Probleme behaupten gegen meinen Basser, gegen meinen lauten Schlagzeuger und was sonst noch alles irgendwie in der Band unterwegs ist. Aber wenn ich das Ganze in ein größeres Setup einbinden will, dann kann ich es auch tun. Wenn ich sage, ich will Effekte haben, ich will, dass das Ganze MIDI kontrollierbar ist. Es gibt ja Leute, die haben irgendwie ein MIDI-Setup, wo der Computer alles umschaltet. Ist auch möglich. Man kann sich dieses Ding Stück für Stück erweitern oder halt irgendwie ganz simpel halten. Also ich war mit dem alten Amp One war ich in Südamerika unterwegs auf einer Tour und das war mein Setup. Die Gitarre, ich weiß, die sieht komisch aus und da fehlt was und das ist irgendwie das Erste, was den Leuten immer einfällt, irgendwie so, die haben dich beschissen. Da oben fehlt was. Sag denen, die sollen dir die Kopfplatte zurückgeben. Aber das Schöne an der Gitarre ist, die ist super reisefreundlich, ich kann die überall mit hinnehmen, ich kann die mit in den Flieger oben nehmen. Ich würde so ein Ding nie aufgeben, weil die spielen ja Fußball mit den Koffern. Das Ding, den Amp One, in mein Gitarren-Gigbag und das war mein Setup. Und weil wir nie wussten, wir haben natürlich geschrieben, es wäre super, wenn eine Gitarrenbox da wäre. Wenn keine da ist, gut, dann nehmen wir ein Direct Out und gehen direkt in die Anlage. Die haben zwar immer gesagt, ja, nee, ist da. Dann waren wir in Lima in Peru und dann stand ich da irgendwie, wo ist denn die Gitarrenbox? Ja, Boxen. Ja, aber der meinte natürlich die PA-Boxen. Die waren da, aber das war überhaupt kein Problem, weil wie gesagt, Amp One, Line-Out, Sound war gut, Leute waren happy. Und darum geht's. Was Reisefreundliches, weil es heißt ja immer, ich gucke ein bisschen auf die Uhr, ich will nicht überziehen. Es heißt ja immer, there's no money in Jazz. Ich würde aber sagen, das kann man noch erweitern, there's even less money in Metal. Und ich kann euch sagen, ich habe das am eigenen Leib erleben müssen, die Leute, die mit harter Musik Geld verdienen, die kann man, glaube ich, an einer Hand abzählen. Ich kenne so viele Leute, die spielen Riesenclubs vor, was weiß ich, Hunderttausenden von Leuten, die gehen alle nebenbei arbeiten. Weil es ist einfach irgendwie schwierig. Und wenn es so eine Erfindung wie den Amp One vor 15 Jahren gegeben hätte, meine Herren, hätten wir uns eine Schlepperei ersparen können. Wir hätten in einem kleineren Bus reisen können. Wäre auf jeden Fall viel einfacher gewesen. Aber gut, jetzt sind wir 15 Jahre weiter. Es gibt das Teil jetzt, das Feedback, was wir bis jetzt bekommen haben, ich weiß nicht, ob einer von euch das Ding mal angespielt hat oder Zeit hat, es anzuspielen. Das Feedback, was wir bis jetzt bekommen haben, war super. Ich gehe davon aus, dass das so bleibt. Okay. Dann spiele ich nur einen Rausschmeißer. Noch eine Ballade an diesem wunderschönen Nachmittag.